Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal an der Geislinger Steige. In diesem ersten Teil befinde ich mich in Amstetten, das sich am oberen Ende der Steige befindet. Der Ortsteil nennt sich passenderweise Amstetten Bahnhof, also bin ich hier wohl richtig. Unter dem Ortsschild wird angekündigt, dass hier auch Autos fotografiert werden, aber hey, ich bin hier da, um Züge zu fotografieren. Und da wären wir auch schon am Bahnhof. Hier das Ausfahrtssignal in Richtung Geislingen. Bergabwärts darf also mit 70 km/h gefahren werden. Hier der Blick in die Gegenrichtung, denn von dort müsste jetzt jederzeit der IC Allgäu herannahen. Das hier ist die Regionalbahn 16, die jetzt seit Juni Metropolexpress 16 heißt. Warum allerdings auf dem Zugzielanzeiger MEX1 steht, das wissen wohl nur die das jetzt unten in die Kommentare reinschreiben können. Der Metropolexpress auf der Vilstalbahn wird von Go Ahead betrieben und verkehrt zwischen Stuttgart und Ulm bzw. zwischen Plochingen und Ulm. Und da kommt er, der Intercity Allgäu, standesgemäß mit einer Baureihe 218. Und dort geht es jetzt also abwärts mit dem Zug. Im Durchschnitt beträgt das Gefälle 20 Promille, in der Spitze 22,5 Promille. Und was sieht man hier? Da werde ich mich nachher auch nochmal ein bisschen umschauen, beim Alpbähnle. Etwas später spielt sich eine ähnliche Szene ab. Wieder fährt ein Metropolexpress auf Gleis 3 ein. Das macht er übrigens, ob es jetzt eine Überholung gibt oder nicht, weil ja das durchgehende Gleis, Gleis 2, keinen Bahnsteig besitzt. In diesem Fall gibt es aber eine Überholung, denn der Vorsignalwiederholer zeigt an, dass noch keine Ausfahrt gegeben wurde. Hier kann man auch sehr schön sehen, wie die Strecke jetzt in das Gefälle übergeht
und wie steil diese doch tatsächlich auch ist. Und in der Zwischenzeit rackern sich ganz unbemerkt zwei alte Damen an der Steige ab. Und da wären sie auch schon. Hier nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Na, ich muss sagen, die altrote Lackierung hat schon was. Das war wieder der Intercity Allgäu, der jetzt in der Gegenrichtung unterwegs ist. Dieser fährt bis nach Oberstdorf, während aber in Immenstadt die Loks umgespannt werden, was ich bereits in einem anderen Video dokumentiert habe. Der Metropolexpress fährt jetzt hinterher, also nicht Go Ahead, sondern Go Afterwards. Also, dann werfen wir mal einen Blick zum Albähnle rüber. Wer mal mit dem Albähnle fahren möchte, in die Beschreibung mache ich dann den Link zu den Ulmer Eisenbahnfreunden rein. Na, das ist ja mal ein Bahnübergang so ganz nach meinem Geschmack. Also an 218ern war an diesem Tag kein Mangel. Jo, mir soll es recht sein. Vergangenheit und Zukunft einträchtig beieinander. Ich kann mir nicht helfen, aber warum muss ich jetzt gerade eben an Benjamin Blümchen als Lokomotivführer denken? Und was haben wir hier? Eine Aufgleishilfe von Märklin? Oder vielleicht doch eher eine Rollbockgrube? Und zwar können hier Güterwegen, die über die Normalspur angeliefert werden, auf Rollböcke in der Meterspur aufgesetzt werden. Können ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn eine Verbindung zum Netz der Deutschen Bahn besteht nicht mehr.
Die Schmalspurbahn ist heute großteils abgebaut, aber bis Oppingen konnte die Strecke noch erhalten werden. Und da fahren wir jetzt mal hin. Wieder zurück in Amstetten. Während oben der ICE 4 fährt, weht in der Unterführung noch ein bisschen ein Hauch der alten Bundesbahn. Das Gleis nach Gerstetten ist noch vollständig erhalten, doch leider wurde der Personenverkehr 1996 eingestellt. Schwarze Pfeiftafeln sieht man auch selten. In der Gegenrichtung wird anscheinend zweimal gepfiffen. Und hier noch der Bahnsteig. Nach meinem Geschmack dürfte hier ruhig öfter noch ein Zug halten. Den Link zur Website packe ich natürlich unten in die Beschreibung rein. Dann habe ich noch versucht, eine Parallelfahrt hinzubekommen, aber naja, vom Ergebnis seht selber. Sieht irgendwie so nach Modelleisenbahn aus. Aber die hier möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Eine Vectron der SBB Cargo. Aber ich denke, damit soll es genug sein. Also wieder zurück nach Amstetten. Und dort eine Schiebelok, die auf die Rückfahrt wartet. Sehr schön. Ich war allerdings komplette 3 Tage in der Gegend und habe da dann natürlich auch versucht, mal den kompletten Schubbetrieb zu dokumentieren. Aber dazu gibt es dann ein separates Video, inklusive einem nachgeschobenen Personenzug. Das war es dann erstmal hier aus Amstetten und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch die anderen Teile noch anschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.